Die Funktion Splitscreen. Wie funktioniert das? Das sage ich euch jetzt. Also ich habe hier mal was vorbereitet für einen Splitscreen. Ich habe hier ein paar Videoclips hochgeladen bzw. importiert. Wir nehmen jetzt mal 2 Stück am Anfang. Nehmen wir die beiden, setzen die jetzt in die Timeline. Das machen wir jetzt noch mal. Passen das mal ein bisschen an, damit das dann gleich bleibt. So, jetzt möchte ich gerne einen Splitscreen haben. Das heißt, ich möchte gerne beide Videos gesplittet haben. Und das ist ganz einfach. Hier geht man auf Video, dann auf Maske und dann kann man jetzt hier auf horizontal klicken und zack, hat man beide. Jetzt kann man hier schön das so drehen, wie man es möchte. Und dann lassen wir das Ganze mal abspielen, wie das dann aussieht. Ah, ist schon klasse. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch erweitern. Ein bisschen rumexperimentieren, sagen, ich möchte das gespiegelt haben. Das heißt, dann ist es in der Mitte. Ich möchte das hier ein bisschen angepasst haben. Lass das mal laufen. Dann sieht das dann so aus. Oder wir können sagen, wir nehmen noch ein weiteres Video dazu. Dann gehe ich nochmal zurück und sage jetzt hier, wir nehmen mal das hier und ziehen das hier runter, hier rein und sagen, wir spiegeln das Ganze und gehen jetzt hier hin, sagen auf horizontal. Und jetzt können wir da ein bisschen was mit experimentieren. Wir können hier wieder sehen, ihr seht, das Ganze schön hin und her bewegen und das anpassen, so wie wir es haben wollen. So würde das jetzt aussehen. Ja, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Ist recht einfach gemacht. Wie gesagt, ihr müsst nur auf Maske gehen. Dann könnt ihr dann auswählen, wie ihr das gerne haben wollt. Horizontal gespiegelt. Es gibt auch eine Kreisfunktion. Da können wir uns auch mal anschauen. Ich klicke das mal jetzt hier an. Das heißt, wir können das Ganze jetzt hier größer ziehen. Dann sieht das dann so aus. Also wir können das schön auch kombinieren. Das ist auch ein schöner Effekt. Hat was. Oder auch das gleiche, auch nochmal mit einem Herz und einem Rechteck. Ich mache es jetzt hier mal mit einem Rechteck. Ziehen das mal hier so hoch. Und machen das jetzt hier nochmal. Klicken das an. So sieht es dann aus. Auch ganz nett gemacht. Das kann man zum Beispiel als ein Intro nehmen oder halt als Zwischeneffekt. Hat was. Ja, das war's schon. Wie gesagt, eine relativ einfache Möglichkeit, ein Splitscreen einzufügen in CapCut. Ihr müsst dann, wie gesagt, auf das Video gehen, was ihr entsprechend anpassen wollt. Geht dann auf Video, auf beispielsweise die Maske horizontal, spiegeln, Kreis, Rechteck, sogar ein Herz gibt es oder auch Sterne. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wie immer anpassen, so wie ihr es haben wollt und das Ganze dann halt nutzen.